versprochen, nur eine ganz kurze Pause gemacht. Das ist Erwan. Erwan ist Creative Director für Might & Magic Hero 7. Hallo Köln, ich bin sehr froh hier zu sein. Ich bin Erwan Bottrop von Ubisoft Paris. Yeah, Erwan, what do you got? We were going to talk about Might & Magic, more specifically Might & Magic Hero 7, the king of turn-based fantasy strategy. Ja, wir reden jetzt also über Hero 7 und ihr wisst ja, die Hero-Serie ist quasi die Mutter aller rundenbasierten Strategie-Rollenspielserien. Also wenn euch das interessiert, dann bleibt auf jeden Fall hier. And let's start by gorgeous pictures of our trailer, exclusive to the Gamescom. Ja, aber das machen wir gleich, nachdem wir uns einen Trailer angeschaut haben, den es jetzt exklusiv zur Gamescom gibt. Brothers fighting against brothers. I need to stop this madness, but I cannot do it alone. Who will join me? Darkness to confuse our enemies. Strength and steel to break their resolve. Magic to sway the battle's tides. Light to keep us true. Harsh times require an extraordinary council, like none the world has ever seen. United in purpose, we shall end this war. Okay, so who is this guy and what is happening here? To answer those questions, I will give you a little bit of story context before we go into the game. Ja, wer ist der Typ, den wir da gerade im Trailer gesehen haben, um das zu erklären und auch die Story von Hero 7 zu erklären? Gucken wir uns jetzt mal an, wo das Ganze eigentlich beginnt. Hero 7 is focused on one area of the world of magic we call the Holy Empire. It's the place where live the faction. We have several factions in the game that we call Haven. Ja, die Welt, in der wir uns befinden, nennt man das Heilige Imperium. Und in diesem Imperium gibt es eine ganze Reihe verschiedener Fraktionen. The Holy Empire is ruled by the Falcon line. But at the time of Hero 7, the Empress is murdered with her whole family, a relative. The throne is empty, vacant, so it's a time of civil war. Das Heilige Imperium wird eigentlich regiert von der Linie der Falken, nur das Problem ist, in dem Punkt, wo wir in Hero 7 einsteigen, ist das Falken-Imperium zerstört, denn die Kaiserin wurde ermordet und mit ihr die ganze Familie. Deshalb gibt es gerade keinen Thronfolger. The rising man in the Empire is the Duke of the Griffin line, Mr. Ivan, that you saw in the trailer. Stattdessen gibt es einen jungen, aufstrebenden General, Ivan, und er kommt aus der Linie der Greifen. He's a general with principles, a man of honor, but he doesn't see himself as a potential emperor. Wie gesagt, er ist ein General, er ist ein Mann der Ehre, aber noch sieht er sich noch nicht so richtig in der Rolle des nächsten Imperators. But the neighbors of the Holy Empire want peace and want a good emperor on the throne, so they come to him, become his counselors. Weil aber die verschiedenen Rassen, die im Heiligen Imperium leben, Frieden untereinander wollen, kommen von den verschiedenen Fraktionen Berater zu ihm, um ihm zu sagen, dass er der neue Herrscher werden soll. Each counselor will tell a story of his own people, his faction, to the emperor, with a lesson for the future emperor, how to be a good ruler of man. Ja, jeder Vertreter dieser Fraktion, jeder Berater wird seine Geschichte seines Volkes erzählen, um dem neuen Imperator quasi eine Unterweisung in die Geschichte des Landes zu geben. That is the story of Hero 7. Each faction, a tale, a legendary tale, or a historical tale of their own people, lesson to the emperor,
so then you can become a good ruler. Ja, das ist also die Geschichte von Heroes 7. Ihr durchlebt also quasi die Geschichte von jeder Fraktion und der neue Imperator lernt damit viel über das Land, was er hinterher regieren soll. But we're not talking about a movie or a book, but about a game, so who is developing the game? Jetzt reden wir ja aber nicht über ein Buch oder einen Film, sondern über ein Spiel. Und da ist natürlich die Frage, wer entwickelt das Ganze? The guys behind Heroes 7, Ubisoft of course, but in partnership with Limbic Entertainment, Frankfurt-based German studio. Ja, das Ganze kommt tatsächlich aus Deutschland, Limbic Studios, die sind in Frankfurt. Und ihr seht, die haben schon eine ganze Menge zu Heroes bzw. Might and Magic gemacht. Das heißt, die kennen sich durchaus aus. For those who don't know about Might and Magic Heroes yet, what game are we talking about? This, I said before, it's a turn-based strategy game. Ja, für alle, die vielleicht noch nie ein Heroes-Spiel gespielt haben, worum geht es eigentlich? Ganz kurz gesagt ist es tatsächlich ein rundenbasiertes, also ein taktisches Strategierollenspiel. What it means is that we have here what we call the adventure map with your town, which is basically the heart of your empire. You can own several towns, but you start usually with one. Resources to collect, creatures with which you will interact. Ja, was ihr hier seht, das ist die Adventure Map, also quasi die Oberfläche, in der ihr euch bewegt. Das hier ist eure Stadt. Ihr werdet im Laufe des Spiels natürlich weitere Städte euer eigen nennen, aber hier startet ihr nun mal. Hier werdet ihr auch Creatures, also Kreaturen begegnen. Ihr werdet Ressourcen sammeln können und hier beginnt also euer Abenteuer. You will explore the adventure map to collect resources to build a strong economy that will be the backbone of your empire. Ja, wer ein Land regieren will, der braucht natürlich Geld. Das heißt, ihr erforscht eure Umgebung, sammelt Ressourcen und diese Ressourcen könnt ihr in Güter umwandeln, um quasi eure Wirtschaft anzukurbeln. The resources you will collect will help you to build a strong army, because the main focus is to wage battle. Ja, und das wiederum, die Güter, die ihr habt, die wandelt ihr natürlich um in Streitkräfte, denn der Kampf ist natürlich eine ganz tragende Säule in einem Strategierollenspiel. Das hier ist die Battle Map, so sieht sie aus. As you can see, this is also a turn-based strategy game, turn-based battle game. The battle map looks like a chessboard in which your creatures will move. They are led by a hero standing at the back, who's giving orders or casting spells to support the troops to harass the enemy. So it's kind of a mix between chess, obviously, and Pokemon. Father, I'm the trainer, I'm sending my creatures to you. Ja, ihr seht, das ist quasi ein Raster, auf dem ihr eure Einheiten bewegt. Der Held selber bleibt im Hintergrund wie ein General und befehligt seine Truppen. Ihr könnt Zaubersprüche wirken, ihr könnt Fähigkeiten ausspielen und versuchen, euren Feind natürlich zu schlagen. Das Ganze läuft rundenbasiert ab, das heißt, ihr und der Gegner ziehen abwechselnd. Und ja, das ist, man sagt immer, so eine Mischung aus Schach und Pokémon, wenn man so will. There's a hero behind me. It's very important. The game is called Might and Magic Heroes. And the hero will level up, gain experience, gain new abilities, equip artifacts. So there's a strong RPG dimension to the game as well. Das Spiel heißt nicht umsonst Heroes. Natürlich steht der Held im Mittelpunkt und wie es sich für ein Rollenspiel gehört, könnt ihr den natürlich auch aufleveln, durch weitere Erfahrungspunkte, Fähigkeiten hinzufügen, eine bessere Ausrüstung und so weiter. But enough theory. You will see everything I've said in action in a short gameplay video of the game in pre-alpha footage. Ja, und da das Spiel ja gerade gestern erst angekündigt wurde, können wir uns jetzt schon mal freuen, denn wir haben ein kurzes Gameplay-Video. Das Ganze zeigt das ein bisschen in einem frühen Alpha-Stadium, also noch wirklich weit weg von der finalen Version. Aber damit ihr einen Eindruck bekommt, zeigen wir euch jetzt mal, wie das Ganze aussehen wird ungefähr. We start in an area of the Haven faction, the Holy Empire, so it looks really much like European and medieval. Ja, diese Area, also dieses Areal gehört zur Zufluchtfraktion, das ist so ein bisschen mittelalterliche Ritter. We're currently invaded by our neighbor, and you will see his creatures trying to attack our city. Ja, diese Region wird jetzt aber von den Nachbarn angegriffen und ihr seht, die Stadt, die jetzt hier so blöd ist, die wird gleich angegriffen und nicht mehr so blöd sein. As you can see, this city is fully developed. You really start with a village and then you build it up to become a capital. Und man kann ja auch schön sehen, eben haben wir noch das Dorf gehabt, jetzt aber sieht man schon etwas größere Städte. Also ihr könnt auch eure Städte ausbauen und weiterentwickeln.
to stop the invading army and using a catapult to destroy their incoming creatures. Ja, da sind die Titanen, die greifen uns jetzt an, aber wir haben Katapulte, um das Ganze zurückzuschlagen. Then I will chase the enemy to his own territory. Und nicht nur das, sondern wenn wir den Feind schon mal geschlagen haben, dann können wir ihn auch direkt in sein eigenes Gebiet verfolgen. So I'm crossing this mountain ridge, I'm blocking the enemy with the avalanche to his corner. Ja, dafür müssen wir diese sehr heikle Passage in den Bergen passieren. And the battle map will look exactly like what you would expect in a mountain setting. Und hier sehen wir auch schon so eine Kampfarena, eine Battle Map, die übrigens immer anders aussehen wird, natürlich je nachdem, wo ihr euch gerade befindet. So we'll have tons of different battle maps in the game, depending in terms of environment and layout on the situation at hand. I already told them. Okay. So now we're going to the enemy territory, which is yet another setting. Typical of the Academy faction, a lush oasis desert. Ja, jetzt erreichen wir das Gebiet des Feindes, wo er eigentlich herkommt. Das sind die Zauberer, die Wizards, und ihr seht, das Gebiet sieht völlig anders aus. To protect this city, he's erecting a sort of magic shield that we'll have to dispel. Ja, die Zauberer bewahren ihre Stadt quasi, indem sie einen Schutzschild umgezogen haben. Den müssen wir erstmal zerstören. And then we move into the city with a specific battle map we call a siege battle, with fortifications and towers. It's a challenging fight. Ja, auch hier sehen wir natürlich wieder eine Battle Map. Ihr seht, der Aufbau ist etwas anders, aber natürlich kommt es auch wieder zu spannenden Kämpfen. Thank you. So it's not over yet. I want to talk to you about one more thing, this website. It's not your typical product website or marketing website. Ja, wir sind noch nicht am Ende, denn ihr seht hier die Website zum Spiel, www.mmh7.com, aber es ist nicht so die typische Games-Website, wo ihr eigentlich einfach ein paar Informationen holen könnt, sondern es gibt ein bisschen mehr. By going to this website and registering, you will become part of what we call the Shadow Council. You will become a secret advisor to Ivan, the future emperor. Wer sich nämlich hier registriert, der wird Mitglied des sogenannten Schattenrats. Und wer Mitglied des Schattenrats ist, der kann die Entwicklung von Hero 7 ganz klar mit beeinflussen. What it means is that you will be in direct contact with the developers, with Limbic Entertainment and the guys at Ubisoft working on the game. They will post tons of blogs about lore, gameplay, technical detail, my life as a developer, etc. And you will be able to read, share comments, interact with them. Ja, wenn ihr euch registriert als Schattenrat-Mitglied, dann steht ihr im direkten Kontakt zu den Entwicklern und die wiederum werden sich mit euch ganz intensiv auseinandersetzen über technische Sachen, über Gameplay-Features, über Wünsche oder über Kritik, die ihr gerne äußern würdet. You will get exclusive information on the game before anyone else, and you will be able to share your feedback, express your opinion, express your wishes for what should be in the final game. Natürlich bekommt ihr auch vorab Informationen als registrierte Mitglieder, wenn ihr euch auf der Seite registriert. Und wie gesagt, ihr könnt ganz klar sagen, ich möchte dieses Feature vielleicht drin haben und dann wird euch auch zugehört. Some very important features will be put to the vote, and you will decide which ones will be the final game. Dann gibt es wieder Features, die zum Beispiel durch Umfragen und Votings entschieden werden, wo ihr eure Stimme abgeben könnt. The first one will be related to the factions of the game, the various races you'll be able to play. Ja, da gibt es im Moment ja 4 angekündigte Fraktionen und das sind einmal die Zuflucht, die Magier, die Untoten und die Orks. Aber es soll ja noch zum Beispiel eine 5. Fraktion geben, insgesamt 6, aber über die 5. wird jetzt bald entschieden. And there will be 6 factions total, and yesterday we started the vote for the faction number 5 between 2 different factions that are here on stage with me today. Ja, so welcome them on board. Diese beiden stehen zur Wahl. Ab heute bzw. seit gestern kann gewotet werden. Und ihr könnt sagen, wer soll denn rein als 5. Fraktion? Sollen es die Elfen sein oder sollen es die Zwerge sein? So on my right, the dwarves, the rune lords, the master of fire and the forge. On my left, the elves, the wardens of the forest, expert in guerrilla tactics of hit and run.
Ja, die Zwerge natürlich traditionell stark im Schmieden und mit der Keule. Die Elfen wiederum haben so eine kleine Guerillataktik am Start, sind ein bisschen flinker, kommen aus dem Wald, riechen komisch. These guys will try to win your vote. At the end of the presentation, they will distribute goodies for you to vote for them. Ja, die beiden wollen natürlich eure Stimmen haben. Das heißt, wir werden jetzt gleich T-Shirts verteilen und versuchen, eure Stimmung ein bisschen zu beeinflussen. Wer wäre denn für die Elfen? Wer möchte die Elfen? Und wer ist für die Zwerge? Ah, so 50-50, ne? 50-50. Okay, ja, vielleicht können wir ja noch ein bisschen was dagegen tun. No, it's goodie time. So 50, but if you want to take time. pictures with our friends here, there's a photo booth over there. So you can go after the presentation, take pictures, upload it to social networks and stuff. Danke, Hermann, auf jeden Fall. Also geht auf die Website, geht auf www.mmh7.com, Might and Magic Hero 7. Registriert euch, das Spiel erscheint 2015 für PC. Möchte jemand ein T-Shirt haben zufällig? Hier, bitteschön. So, dann haben wir noch ein paar Buttons, die dürfen wir aber nicht werfen, das wäre zu gefährlich. Das geht ins Auge, da sind Nadeln dran. Also, das war Hero 7. Danke an Hermann übrigens. Großer Applaus für diese Präsentation. Und wir machen hier gleich auch schon weiter mit dem nächsten Programm. Ich gucke mal auf meinen schlauen Zettel, was haben wir denn? Oh, The Crew hatten wir gestern noch gar nicht. Da ist den Fachbesuchern ein bisschen was entgangen. Da waren die Entwickler noch im Business Center drüben. Heute sind sie hier. Das heißt, wir werden gleich, ich bin gespannt, ich habe selber noch gar nicht gesehen, in ungefähr 10 Minuten hier zwei Entwickler auf der Bühne haben zu The Crew. Ein dritter Entwickler wird Backstage sitzen und das Ganze live spielen gegen einen, der hier auf der Bühne ist. Und dann erfahren wir noch ein bisschen mehr über das neue Next-Gen Racing Game von Ubisoft. Und ich bin mir sicher, die Jungs kommen nicht mit leeren Händen. Und wenn doch, dann habe ich noch ein paar Geschenke in petto. Also 10 Minuten Päuschen und dann geht es hier gleich weiter mit The Crew. Bis gleich.